Mein Blog heißt Meine Svenja und mein Slogan ist: Wenn ich das kann, kannst du das auch. Das ist daraus entstanden, dass mich viele Frauen, wenn ich irgendwas in meinem normalen Alltag gemacht habe, gefragt haben, boah, das könnte ich nie oder wie machst du das denn? Und ich dann immer gesagt habe, Entschuldigung, aber wenn ich das kann, kannst du das auch. Ja? Völlig egal, ob das eine Wimpelkette nähen ist oder ein thailändisches Gericht kochen oder mehr mit den Kindern unternehmen oder häufiger mit deinem Mann schlafen. Sorry, das kann jeder, wenn er sich ein bisschen anstrengt. Wenn man einen erfolgreichen Blog haben möchte, muss man bereit sein, ins Statustief zu gehen, Hemmungen fallen zu lassen, zu zeigen, wie man wirklich ist, nicht nur die geschönte Version. Und zwar nicht nur im ungeschminkten Foto, sondern eben auch im ungeschminkten Text. Jeder streitet sich mal mit seinem Mann, jeder macht mal ein Essen, was nicht funktioniert und was nicht nachher schön fotografiert werden kann. Und je mehr man aus dem echten Leben erzählt und zum Anfassen wird, desto mehr kann der Leser oder die Leserin eben auch folgen und sich identifizieren. Um einen Text zu schreiben, der beim Leser wirklich ankommt, muss ich ihn ab der ersten Zeile haben. Ich kann mir keinen öden Einstieg erlauben, ich kann mir kein langsam Reinkommen erlauben, das muss auf 1 stehen. Das heißt, der erste Satz ist total entscheidend. Die meisten lesen gar nicht weiter als bis zur Überschrift. Dem Leser nutze ich mit meinem Text dann am meisten, wenn ich ihn in seiner Welt abhole. Also wenn ich den ersten, den zweiten, den dritten Satz eines Textes lese und das Gefühl habe, das kenne ich, das Gefühl kenne ich, das ist mir auch schon mal so gegangen, das habe ich erlebt, davon habe ich schon mal gehört oder mindestens, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man das schafft, dann bietet man auch einen Nutzen, weil der Leser sofort anfängt, mit seiner Geschichte parallel mitzulaufen. Das heißt, während ich schreibe und ihm was biete, ist es eigentlich nur ein Abbild dessen, was er mitdenkt. Ich schreibe über PR-Arbeit und er denkt über seine PR-Arbeit nach. Ich schreibe über Kuchenbacken, er denkt über seinen Kuchenbacken nach. Ich schreibe über Familienstreit, er denkt über seinen Familienstreit nach. Es ist halt immer der Spiegel. Einen guten Text zu schreiben ist die eine Sache, bringt aber gar nichts, wenn man nicht weiß, wie man ihn schreiben muss, damit er im Internet auch gefunden wird, weil dann wird ihn keiner lesen und dann ist er auch nicht gut. Das heißt, ich muss mein Handwerk beherrschen. Wenn ich das Handwerk mit der Sprache beherrsche, das ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung für jeden, der schreibt. Aber heutzutage ist eben das Internet zu beherrschen und die Optimierung für die Suchmaschine zu beherrschen der zweite Punkt des Handwerks, den man beherrschen muss. Für Suchmaschinen optimiert zu schreiben, ist meiner Meinung nach das Einfachste, was es gibt. Da wird wieder so ein Voodoo-Brimborium drum gemacht, dass jeder denkt, das ist eine Wissenschaft für sich. Ist es auch, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man 15 Sachen weiß und die bei jedem Text beherzigt, ist meine Erfahrung, kann ich mit meinem Text immer auf Google Seite 1 kommen. Also die Standardmöglichkeit, Geld mit einem Blog zu verdienen, ist über Affiliate-Programme. Das heißt, man setzt Links, für die man bezahlt wird, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber die erfolgreichen Blogger, die ich kenne, und darüber spricht eigentlich niemand, die machen das alle durch ihre Persönlichkeit. Also die sprechen mit den Unternehmen direkt, die überlegen sich eigene Sachen, wie sie Geld verdienen können, die schlagen Dinge vor, die auf ihren Talenten beruhen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders gut koche oder besonders gut bastel und habe eine bestimmte Marke, mit der ich zusammenarbeiten will, dann überlege ich mir, wie kann ich mein Talent für die Marke gewinnbringend einsetzen, sodass die Marke Spaß hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Also eigentlich geht es im Endeffekt immer um, dass alle mit einem Lachen vom Tisch aufstehen. Sie, weil sie eine emotionalere Bindung zu ihren Kunden hergestellt haben, über mich oder den Blogger, und der Blogger, weil er dafür Geld bekommt.